Druck dir deine Wunschkarosserie. Heute der Spezial-LKW von Jesse CAD. In diesem Video gehen wir kurz darauf ein, was 3D-Druck ist, und hauptsächlich möchte ich dir hier einen Creator von 3D-Druckdateien vorstellen, nämlich den Jesse CAD. Der macht solche tollen Sachen hier. Das schauen wir uns natürlich ganz genau an. Dann sage ich dir natürlich, was du dafür brauchst, was das Ganze in etwa kostet und was zu dem hier noch alles zukünftig kommen wird. Viel Spaß bei diesem Video. Die meisten werden es sicherlich schon wissen, deswegen jetzt wirklich in aller Kürze, was ist eigentlich 3D-Druck? Beim 3D-Druck kannst du verschiedene Formen am PC erstellen, dir aber auch Dateien herunterladen, dann für deinen Drucker passend bearbeiten, die Datei runterladen auf eine SD-Karte, damit deinen 3D-Drucker füttern, und der 3D-Drucker bastelt dann aus sogenanntem Filament Stück für Stück eine Form in 3D, die du vorher entworfen hast. Wie funktioniert das Ganze? In der Regel hast du eine Filamentrolle. Das ist eine Art Kunststoff. Dieser wird erwärmt und dann in dünnen Schichten ganz vorsichtig mit einem beweglichen Kopf Schritt für Schritt, Schicht für Schicht aufgetragen, und somit entsteht Stück für Stück ein dreidimensionales Produkt. Und was man daraus alles machen kann, das siehst du hier, also eigentlich komplett perfekt für den RC-Modellbau. Das Tolle am 3D-Druck ist einfach, dass du zu Hause etwas erschaffen kannst, etwas herstellen kannst, und das zu einem relativ günstigen Preis. Aber auch wenn dir im Gelände mal was kaputt geht und du die Dateien abgespeichert hast, kannst du dir ganz einfach deine Teile als Ersatzteile nachdrucken. Das ist wirklich ein ganz entscheidender Vorteil vom 3D-Druck. In diesem Video geht es um diesen Spezial-LKW, den ich schon mehrfach auf Facebook gesehen habe, was die Leute da machen. Das ist total interessant. Die Druckdateien kommen von Jesse CAD. Den verlinke ich dir unten mal in der Beschreibung, und auf der Website Kalz 3D kannst du dir die Dateien für diesen Spezial-LKW von Jesse herunterladen. Wichtig, diese Teile hier kommen also nicht fertig gedruckt, sondern du lädst dir eine Datei runter oder auch mehrere Dateien, je nachdem, was du haben möchtest, und kannst diese dann zu Hause mit deinem 3D-Drucker drucken. Für welche Fahrzeuge ist dieser LKW? Natürlich für die gängigsten Crawler, nämlich für den Traxxas TRX4, aber auch für den Absima Sherpa und auch für Injora-Chassis. Die sind ähnlich zum TRX4. Da musst du auf Kalz 3D mal ein bisschen gucken, was der Jesse da so anbietet für die verschiedenen Chassis-Varianten. Schauen wir uns das Führerhaus zunächst mal genauer an. Wer genau hinsieht, der wird sehen, dass das Führerhaus her von der Struktur nicht zu 100% glatt ist, sondern dass man hier wirklich sehen kann, dass hier ein 3D-Drucker am Werk war. Das sieht man aber auch erst, wie ich finde, wenn man ganz genau hinschaut. Aber der Modellbauer würde jetzt natürlich nochmal beigehen, in dem Moment, wo die Teile gedruckt sind, das Ganze nochmal richtig abschleifen, grundieren, schön lackieren. Aber ich finde es so, wie es jetzt ist, wirklich sehr, sehr schön. Und man darf auch ruhig sehen, dass das Ganze 3D gedruckt ist. Das finde ich nämlich an sich ziemlich spannend. Die Besonderheit ist hier, dass unheimlich viel geschraubt ist. Du kannst also unheimlich viel austauschen und variieren. Es werden zu diesem Fahrzeug immer mal wieder Updates kommen, Erweiterungen. Es lohnt sich also auf jeden Fall, dort immer mal wieder reinzuschauen. Und dadurch, dass halt so viel hier geschraubt ist, kann man natürlich auch wunderbar Teile austauschen, wenn mal etwas kaputt geht. Das finde ich ist eine ganz tolle Sache. Der LKW an sich sieht so wirklich sehr schön aus. Er hat sehr viele Details. Wir haben hier zwei große Zusatzscheinwerfer, hier schöne Scheibenwischer. Das sieht sehr, sehr cool aus. Ein Schnorchel, wenn wir dann mal durchs Wasser wollen.
Und hier auch so ein bisschen abstehende Blinker, die kann man später auch ganz toll beleuchten. Das ist hier mit so einer Art durchsichtigen Filament gemacht und dann nachträglich später so ein bisschen mit einer speziellen Farbe eingefärbt. Wie das alles funktioniert, dazu gibt es eine ganz tolle Anleitung, die steht auch zum Download bereit. Die zeige ich dir gleich nochmal ein bisschen. Wenn wir jetzt hier mal ganz vorsichtig die Motorhaube öffnen, die ist hier mit solchen Magneten befestigt, dann können wir hier ruhig mal reinschauen und hier gibt es einen Bereich, wo du einen kleinen Lenkservo anschließen kannst, das hier später auch richtig das Lenkrad im Inneren mitlenkt. Das ist besonders cool, wenn du dann eine Fahrerfigur einsetzt. Und hier mit diesen Magneten kann man das Ganze dann wieder wunderbar festmachen. Finde ich schon ziemlich cool. Hier vorne haben wir noch eine Befestigung für die Stoßstange, wenn wir uns das jetzt mal hier so ein bisschen seitlich anschauen. Ich finde, da fällt überhaupt nicht auf, dass das 3D gedruckt ist. Die ganzen tollen Details, auch hier der Türgriff. Ha, man kann das hier mal richtig aufmachen. So, schau mal hier rein. Ein richtiger Innenraum mit tollen Sitzen. Das Ganze jetzt zweifarbig gedruckt. Wenn du da ein bisschen fitter bist im 3D-Druck, dann kannst du dir da ganz tolle Sachen einfallen lassen und natürlich deinen persönlichen Geschmack hier einfließen lassen. So sieht das Ganze dann von hinten aus, relativ unspektakulär, ist halt eine ganz normale Fahrerkabine. Spannend wird es dann jetzt wieder hier. Wir öffnen mal die Fahrertür und können dann mal hier so ein bisschen ins Innere reinschauen und wir sehen einen tollen Innenraum mit Armaturenbrett, mit Lenkrad, mit Lenkstockhebeln. Das sieht also ziemlich cool aus. Da wurde sich beim Design wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Zack, wir schließen mal die Tür. Das ist richtig cool. So sieht das Ganze hier von oben aus und so sieht das von unten aus. In dieser Version hier passt es perfekt auf den TRX 4. Ein TRX 4 Sport habe ich mir schon zugelegt. Und natürlich werden wir in den nächsten Videos zusammen dieses Fahrzeug hier auf das Chassis bringen. Das soll funktionieren, ohne nacharbeiten zu müssen. Wenn das wirklich Plug-and-Play ist, dann wäre ich schon schwer beeindruckt. Die Kabine ist natürlich nicht das Einzige. Wir brauchen natürlich auch den Rest vom LKW und den schauen wir uns jetzt an. Wer ist schon gerne ohne Handbremse und ohne Schaltknauf unterwegs? So sieht das hier aus. Hier kommt dann später die Karosserie drüber, sodass wir das dann auch richtig über dem Getriebetunnel haben. Das ist wirklich stabil konstruiert, sieht klasse aus und bringt eine super Scale-Optik mit sich. Die Seitenverkleidungen kommen ganz klassisch daher. Wir haben hier zum einen einmal einen großen, mächtigen Tank. Richtig schön hier mit so einem klassischen Metall-Tankdeckel und hier einem wirklich sehr, sehr schönen Trittbrett. Gefällt mir richtig gut. Und auf der anderen Seite haben wir dann hier nochmal einen Behälter, einen Auspuff. Den habe ich jetzt hier noch so ein bisschen fixiert. Den kann man dann später passend justieren. Und jetzt gucke mal. Hier dieses ewige TRX4-Problem Karosserie ab, um an den An-Ausschalter zu kommen. Das haben wir hier nicht. Wir haben hier nämlich tatsächlich einen Taster. Und damit können wir den TRX4 später ein- und ausschalten. Finde ich sehr schön. Alles schön verkleidet. So soll es sein. Das Heck dieses LKWs kommt erstmal ganz klassisch daher mit einem ganz flachen Aufbau. Warum ist das cool? Weil du dann individuell überlegen kannst, was du hinten drauf setzt. Du kannst dir zum Beispiel auch die Druckdatei einer Pritsche herunterladen und ganz viele andere Optionen sollen Stück für Stück noch folgen. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt, aber dafür ist so eine Grundbasis natürlich erstmal super. Wir haben hier hinten eine Platte, wo man eine schöne Anhängerkupplung dran bauen kann. Hier sind unsere Rücklichter, auch diese kann man später wieder mit LEDs füllen. Hier die Gläser an sich, das ist mit so einer Art durchsichtigem Filament gedruckt und später eingefärbt, sodass das dann auch leuchten kann. Wir haben sehr schöne Radkästen, das sieht auch wirklich ganz prima aus. Und wie du siehst, ist hier auch wieder extrem viel geschraubt. Das macht alles einen sehr wertigen Eindruck. Man kann viel austauschen, man kann alles schön zusammensetzen. Das finde ich wirklich sehr schön gemacht und bietet im Nachhinein auch noch Möglichkeiten der Veränderung bzw. der Upgrades. So viel zum Heck.
Jetzt zeige ich dir noch einmal die Frontstoßstange. Die klassische Stoßstange des TRX4 werden wir so nicht mehr brauchen. Wir werden diese später durch diese wirklich sehr stabile Stoßstange hier ersetzen. Diese passt von der Form her super an den Spezial-LKW und rundet dann das Bild ab. Wenn du dir das Ganze jetzt anschaust und sagst, oh Gott, wie soll ich denn aus ein paar Filamentrollen mit meinem 3D-Drucker sowas erschaffen, dann möchte ich dir jetzt ein bisschen die Angst nehmen mit einer wirklich sehr detaillierten Anleitung. Die Anleitung ist nicht gerade klein, was aber auch sehr gut ist, denn nur so kann alles wirklich ganz genau abgebildet werden. Die Datei für die Anleitung steht ebenfalls zum Download verfügbar und wie du schon siehst, du siehst ganz genau, was du alles brauchst, was du noch kaufen musst, damit du hier eine wunderbare LKW-Karosserie zusammensetzen kannst und später dein Modell dann auch schön fahren kannst. Diese Anleitung hier, die werde ich später auch brauchen, wenn ich das Ganze auf meinem TRX4 Sport dann montiere. Ich bin gespannt, wie gut das funktioniert. Ich bin aber sehr guter Dinge. Mit der Anleitung hier sollte eigentlich nichts schief gehen. Wenn du dieses 3D-Thema jetzt ganz interessant findest, dann fragst du dich sicherlich auch, welche technischen Voraussetzungen brauche ich denn jetzt, um so etwas drucken zu können. Da gibt es in meinen Augen zwei Möglichkeiten. Wenn du weißt, dass du einmal was druckst und vielleicht sonst hier und da nochmal ein Ersatzteil, dann kannst du natürlich Freunde und Bekannte fragen, die einen 3D-Drucker haben, ob sie dir helfen, so etwas auszudrucken. Es gibt aber auch den einen oder anderen Shop, wo du natürlich kostenpflichtig deine Dateien drucken lassen kannst. Wenn dich das Thema aber so interessiert, dass du sagst, okay, das könnte auch langfristig was werden, dann solltest du dir einen Drucker zulegen. Zum Beispiel einen Hobby FDM 3D-Drucker mit einem Druckbrett, zum Beispiel hier für den Spezial-LKW von circa 22 cm mal 22 cm. Das solltest du hier für dieses Fahrzeug schon mitbringen. Einsteigergeräte zwischen 200 und 400 Euro sind dabei völlig ausreichend. Die passende Software findest du im Netz. Da gibt es unter anderem die Software Cura und die ist auch noch kostenlos. Wenn du das Ganze das erste Mal machst, dann würde ich dir wirklich empfehlen, dich vorher ein bisschen schlau zu machen. Lese dich in das Thema ein. Tritt vielleicht einer Facebook-Gruppe bei mit Leuten, die sich wirklich mit dem 3D-Druck schon länger beschäftigen und die können dann den ein oder anderen guten Ratschlag geben. Alle weiteren Informationen, die du brauchst, was für ein Filament etc., welche Schrauben du noch kaufen musst, das, wie gesagt, findest du alles aufgelistet zum Download bereit in der Anleitung. Es gibt natürlich viele Dinge auch im 3D-Druckbereich, die kostenlos sind. Das sind meistens sehr, sehr kleine Dateien, sehr, sehr einfache Dateien und auch bei Jesse CAD gibt es das ein oder andere kostenlose Add-on. Bei den Dateien für so einen großen Spezial-LKW hier sollte man sich auf jeden Fall im Klaren darüber sein, dass diese Dateien natürlich nicht kostenlos zur Verfügung stehen. Das finde ich aber auch völlig in Ordnung. Da ist extrem viel Mühe, extrem viel Arbeit eingeflossen und natürlich soll hier noch ganz, ganz viel kommen. Deswegen sind diese Druckdateien kostenpflichtig, aber wie gesagt, es gibt auch ganz viele kostenlose Add-ons. Um dir mal so ein Gespür zu geben für diese komplette Karosserie mit Schrauben etc., alles was du so brauchst mit Filament, liegst du bei etwa 70 bis 100 Euro Gesamtkosten. Und das finde ich sehr günstig, wenn man sich überlegt, dass eine Karosserie von Traxxas teilweise gute 150 Euro kostet und dann hast du Lexan. Zwar auch sehr schön gearbeitet, hochwertig, aber es ist immer noch Lexan und hier hast du halt wirklich die Möglichkeit, ganz individuell in deinen Farben zu drucken, hier und da noch was abzuändern und natürlich der große Vorteil dadurch, dass das hier alles zu 95% geschraubt ist, dass du dir Ersatzteile ganz einfach nachdrucken kannst. Wenn man das also so überlegt, ist der Preis auf keinen Fall zu teuer. Ich finde es auf jeden Fall legitim und es wird immer wieder Teile geben, die hier noch hinzukommen und
Da sind wir auch schon auf dem richtigen Dampfer. Ich gebe dir mal eben kurz einen ganz kleinen Einblick, was noch alles kommen wird. Dieses Video heißt natürlich nicht umsonst Welt der unbegrenzten Möglichkeiten, wenn dem nicht genauso wäre. Das hier ist erst der Anfang und zusammen erschaffen wir hier einen ganz tollen Spezial-LKW auf Basis eines TRX4 Sport. Und um dir einen ganz kleinen Ausblick zu geben, was noch kommt und was man bereits downloaden kann, das ist hier eine wunderbare Pritsche und wir können diesen LKW auch noch auf Cabrio umbauen. Wie cool ist das denn? Das finde ich ziemlich geil. Alle Infos zu Jesse CAD findest du unten in der Videobeschreibung. Bis dahin, dein World Control RC.